Größe ausmessen. An der weitesten Stelle, das sind jetzt ziemlich genau 11 cm. Hier. Das heißt, es ist der 11er. Wir haben hier einen 12er. Wir können auch einen 12er nehmen und einen kleiner machen. Wenn es eine runde Form ist, geht das wunderbar. Der 12er würde hier der hat ein bisschen zu viel Luft. Den stellen wir uns jetzt ein. Wir machen jetzt den Schuh enger. Dazu, das kann man am schnellsten mit dem Hammer machen, indem man ihn quer seitlich auf dem Boden steht und einfach auf. Das machen wir am Boden. So, jetzt sind die Zähne einmal durchgerutscht. Und probieren wir das einmal kurz am Huf aus. So, sitzt schon viel besser. Da hat immer so 2-3 mm Luft. Das geht noch ein bisschen enger. Jetzt sitzt er richtig gut. Es ist kaum Spiel, kaum Bewegung. Flucht. Wir haben die Größe jetzt eingestellt am Huf. Jetzt wollen wir die Größe fixieren. Das machen wir mit einer Schraube und mit einer Mutter. Auf der Seite kommt die Mutter rein. Das heißt, nachdem wir die Größe gefunden haben, schauen wir, welche Löcher frei sind, also in der Flucht stehen. Das wäre der hier. Hier ist ja die Schraube schon drin. Hier zeige ich es nochmal. Von dieser Seite wäre das Loch. Das heißt, hier kommt erstmal die Mutter rein. Die ist jetzt, wir haben jetzt fast 0 Grad. Der Kunststoff ist relativ steif. Ein bisschen schwer sein, die einzupressen mit der Hand. Also können wir die einfach mit dem Hammer einmal reinschlagen. Und von der anderen Seite kommt die Schraube rein. Mit einem Imbus, den wir mitliefern. Das ist natürlich sehr basic. Eine Akkuschraube würde da auch sehr gut helfen. So. Ganz wichtig ist, die Schraube gerade reindrehen, damit sie auch das Gewinde hier findet. Nicht schräg, dann würde es sich verkanten und dann muss man die wieder rausdrehen und so weiter. So, die wird hier komplett reingedreht. Nochmal richtig ordentlich festdrehen, dass die Schraube auch fixiert ist, sich richtig in das Kunststoff hier rein schneidet ein bisschen zum Kleben vor. Ich habe schon mal vorgeraspelt. Ich zeige es nochmal. Am besten mit der feinen Seite wirklich alles an Schmutz und Schmutzpatina entfernen. Ruhig richtig pedantisch sein dabei, auf die Kleinigkeiten. Natürlich muss die Raspel sauber sein beim Arbeiten. Sonst verteilt man den Schmutz. Auch zum Beispiel, man kann hier gut sehen, das ist alles hier Talg vom Pferd. Nicht sich angewöhnen, einmal die Späne wegzumachen oder den Huf überhaupt zu berühren mit der Hand. So, wenn man ihn vorbereitet. Wir haben den Schuh jetzt eingestellt, das ist Schraube eingedreht. Natürlich haben wir den die ganze Zeit in der Hand gehabt und er lag hier im Stahl herum. Das heißt, es macht schon Sinn, vom Verkleben nochmal mit einem Alkoholtuch die Klebeflächen sauber zu machen. Nur zur Sicherheit. Falls man doch nicht so ganz sauber, wenn wir uns nicht sicher sind, ob wir sauber gearbeitet haben, ob die Raspel sauber war, können wir noch mit einem Alkoholtuch auch die Hufe gleich mit entfetten. So, wir können jetzt kleben. Die Alkoholtuch. Der Schuh sitzt gerade, zeigt nach vorne, die Zehe kommt ganz bis zum vorne. Die Eckstreben, Trachten sind alle im Schuh, nichts guckt raus. So, das heißt, wir fangen ein bisschen am besten hinten an, den seitlichen Laschen, geben den Kleber rein, verteilen ihn so ein bisschen mit der Düse hier und pressen ihn an, abbiegen, Kleber auftragen, und andrücken. Letzte Lasche, ich zeige das hier nochmal. So. Abbiegen, Kleber auftragen, großzügig und dann gleichmäßig randrücken und 5 bis 10 Sekunden halten. Der Schuh ist jetzt noch ein bisschen zu lang. Wir haben ihn deutlich enger gemacht. Das kann man ja alles ganz einfach abschneiden. So. Raspel. Danke. Und dann die scharfkantigen Ecken. Raspel.